Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 50. Heidewitzka. Ein halbes 100 ist schon voll, ja, das sagt man so, von Legend of Heroes Trails from Zero. Und in dieser Folge wollen wir entsprechend auch ein bisschen weiterkommen, hoffe ich zumindest. In diesem Sinne, lasst uns gar nicht weiter schnacken und unsere Quest nach dem verlorenen Schlüssel wieder aufnehmen. Denn ja, den müssen wir ja immer noch finden. Und unser letztes Ziel war, hier ein bisschen herumzusuchen. Am besten fragen wir hier unsere Kollegin. Hinterm Tresen, genau. Yo, Stella, keeping yourself busy? Oh, Randy, funny seeing you here. Were you wanting to order something? Not exactly. We're searching for the armored car's key, as per Warrant Officer Mirel's request. Oh, so you guys are the ones who got stuck with that? The warrant officer already asked me to look around. I combed over the mess hall high and low, but it's nowhere to be found. I suppose we can mark the mess hall off our list then. We are in the process of retracing the commander's steps. Do you mind recounting what you witnessed last night? Sure, I don't mind. The first day of the anniversary festival was incredibly hectic here. I was finally winding down from the craziness of the day when the commander stormed in here utterly wasted. All of a sudden he yelled at me to cook something that would sober him up, so I had to do some forced overtime. Because of that I wasn't able to get around to any of the prep work I needed to do for today. Oh, he sounds pretty terrible. Well, for sure, guy swaggers around like he owns the place but doesn't do a lick of actual work. It sounds like he's the complete opposite of Deputy Commander Belts. Excuse me, would you know if he had the key on him while he was eating his meal? Beats me. I only heard about it being lost when I woke up this morning, so I'm afraid I wasn't really paying attention. Is that so? Well, there's no way of knowing whether he had the key here or not. What's everyone doing gathered around in the mess hall? Okay, vielleicht kriegen wir doch noch den Clou. Good timing, Beyond. These people are helping the CGF recover the key or whatever. Nice to meet you, we're the special support session. Oh yeah, I've heard about you all. Nice to meet you too. Hey Beyond, still the same military buff as always? Afraid so, it's been a while, Randy. So Beyond, did you end up, übrigens geiler Name, did you end up finding the key? You know, the one the warrant officer told us about? After giving it a quick search, I can safely say that it isn't in the inn. I'm pretty sure the commander didn't bother heading there after his meal anyway. Sorry, but what do you mean by pretty sure? Weren't you at the inn last night? I imagine you would know whether he came in or not, right? I'd finished my work for the day by then, so I was actually taking a break up on the roof when he got back. Wait, hold on. Did you remember something? Yeah, I passed by him as I was leaving the roof. And if I'm not wrong, I remember him spinning around something like that looked like a keychain. That must have been the key you are all looking for. Then that means it's extremely likely that the commander had the key until he headed up for the roof after leaving the mess hall. It bothers me that he would act so nonchalant with something so important. I certainly agree, but at least we picked up a valuable statement. Good thing that memory of yours finally kicked in, eh? Better late than never, right? You have got to be kidding me. Do you realize how much time I wasted searching the mess hall because of you? Sorry about that. Well, I think it's about time for me to head back to work. See you later, Stella. Ja, ich glaube, sonst wird er auch vermöbelt. Zu Recht. He ran. Well, thanks to him, we finally got ourselves a solid lead. Thanks for all your help too, Stella. Randy's right, even though you only knew it wasn't in the mess hall, that narrowed down our list of potential hiding places significantly. You're welcome. I'm not really sure how important this key is, but please find it, not just for the CGF's sake, but for Warrant Officer Mirel's. We'll do our best, I promise. Now is our next destination the roof? Ja, ist es. Und ich würde mal behaupten, dass wir den da auch finden. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass noch irgendwie was anderes kommen würde. So. Okay, Zwischensequenz. Well, we made it to the roof. According to Warrant Officer Mirel, the CGF's commander sung his heart out up here. I imagine it took a while to climb the stairs while he was under the influence. Yes, but our biggest issue is that he doesn't remember where exactly he misplaced the key.
If he were to lose it anywhere, this would be the place. Let's try searching for a while and see where that takes us. Ja, und das machen wir jetzt auch. Ah, guck mal, hier vielleicht? Oh, what's that shiny object here? Oh, it was just the 10 mirror coin. The commander probably dropped it. Schade eigentlich, ne? Nach wie vor geiler Blick. Okay, das hat aber nichts mit unserer Quest zu tun. Ist einfach ein schöner Blick. The tunnel leads into Rabonia, right? That's right. Was specifically the tunnel and the fortified mountain base up ahead both comprise Geralia Fortress. As the Empire's easternmost stronghold, it is used to keep Calvert in check. Ja, bla 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 bla. Alles ganz interessant. Aber das sind diese Dinge, von denen ich meine, die sind inhaltlich super spannend, aber die werden uns hier für die Quest... Guck mal, hier haben wir auch noch was. Wait, is that it? Where? Just where in the world could this key be? Hä? So groß ist das Dach nicht, ne? Hier ist noch was. What's this? The lid of a juice can? Yeah, we can just throw this away. I don't see it anywhere. Well, at the very least, we know for a fact that the commander was up here. True, but we may have made a mistake to assume that he dropped the key on the roof. If that were the case, the guardsmen would have found it immediately. Considering what Mr. Croix told us earlier, we might need to change our perspective on this entire thing. It's only a possibility, but what if the key fell into a place that we can't normally reach? Let's investigate every nook and cranny of this place one more time. Genau, das ist nämlich auch mein Punkt. Ich hatte auch als ersten Gedanken, was ist, wenn er den runtergeschmissen hat? Ah? Huh? Lloyd? What's the matter? I see it. Wo ist er? Da oben drauf. How the hell did it end up in a place like that? Ja, ich habe aber recht gehabt. Der hat den wirklich einfach runtergeschmissen. Given its true location, I'm not surprised that they were unable to find the key, no matter how much they scored the gate. For now, let's let the warrant officer know. We should be able to reach it with a ladder. Hopefully they have one around here we can borrow. Right, let's go find her. Find her? Also Mirelle jetzt oder die Leiter? I think you were looking for this. It seriously ended up in a place like that? I never would have found it then. What probably happened is that your commander dropped it while he was singing on the roof. That aside, I'm just relieved that you were able to find it. Thanks to you, we can finally move the armored cart someplace where tourists won't stumble across it. I guess I'm in your debt this time, Randy. Don't worry about it. But if you really want to make things even, how about going on a date with me? It'd be a good time. I don't know what I was expecting. Idiots never change, do they? Well, thank you for everything, SSS. You're welcome. If you ever need anything from us, all you have to do is submit a support request. I'll keep that in mind. Now, if you'll excuse me. Bye bye. Das war doch ein voller Erfolg. Case closed, huh? I suppose so. I wasn't sure we would find the key for a second there. If a stranger picked it up, I don't know what we would have done. Considering where it was dropped, I'd say we get lucky. I'm inclined to agree. Incidents like this could be avoided if the commander was a bit more observant. He's always been an incompetent jackass who only thinks about himself, even back when I was stationed here. If we didn't find that key, Mirelle probably would have taken the heart for losing it. That man is hopeless. No denying that. Still, at least we know that there are people like the deputy commander and the warrant officer doing honest work in the CGF. I'd like to think that most of the guardsmen are following suit despite everything. Good point, Lloyd. Well, time to head out. Yeah, let's go. Cool. Damit haben wir die Quest geschafft und es ist Zeit, wir haben ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen damit angefangen, es wird Zeit, dass wir uns unseren Pflichten zuwenden, nämlich so ein bisschen alles updaten. Zum einen, wir müssen ja noch einen Fisch hier geben. Wir haben noch eine Katze auf dem Dach. Ja. Was haben wir denn? Du kriegst jetzt erstmal ein Salmon. Was ist Salmon nochmal? Lachs, glaube ich, ne? Was kriegen wir dafür? Also die Stadt sieht wirklich durch diese ganzen Fähnchen so ein bisschen anders aus, ne? Das ist schon cool.
Ingenuity. Okay, giving us a gift, buddy? Thanks, couple. But where did you get this from? Das sind die Dinge, die werden wir niemals erfahren. Vielleicht werden wir die erfahren, ich habe keine Ahnung. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. So, dann wollen wir erstmal unsere Quest reporten, die wir schon gemacht haben. Illegal Parking Crackdown. Oh, sehr schön. 4 Bonus-DP, das heißt, hier haben wir alles bekommen. Item Retrieval haben wir auch, sehr schön. Und das Monster haben wir auch schon weggeballert. Haben wir natürlich auch ein bisschen Geld für bekommen. Fehlt nur noch The Many Famous Views of Crossbow, aber wie gesagt, das haben wir ja auch für längerfristig eingetragen. Was wir noch machen können ist, jetzt muss ich mich mal gucken, jetzt muss ich auf meine Liste gucken, was fehlt alles noch. Genau, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir, guck mal, dafür, das habe ich nämlich letztes Mal nicht gehabt mit der letzten Session. Ich habe mir jetzt extra rausgesucht, welche Dekorationen wir schon haben, damit wir gucken können, was wir kaufen können, was nicht. Beziehungsweise, das war arschteuer, ich muss sowieso gucken, was wir haben. Also, die Michi und das Ilia-Poster. Oh Gott, also wir brauchen 11.000. Wie kriege ich das hin? Irgendwas muss ich verkaufen. Was brauche ich nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss mal gucken, was überhaupt Geld bringt. Weil, guck mal hier, Curia Barn. Zu gut. S-Tablet. Returns lowered attributes to normal. Habe ich noch nie benutzt. Ne? Verkaufen wir mal alle 4. Da haben wir nämlich schon mal 500 wieder rein. Ich gucke gerade nur auf den Wert. Soldier Suit. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, dass ich hier meine Leute mal kurz ausrüste. Und dann kann ich nämlich auch die Sachen verkaufen. Ah, guck mal. Siehst du mal. Aber die restlichen Sachen können wir jetzt einfach verkaufen. Das ist doch gut. Sell. Da. Ich brauche ja nur noch... Ich brauche gar nicht mehr so viel. Warte mal. 4 Stück haben wir davon. Verkaufen wir alle. Über 100 Stück noch. Nochmal 100. Grasshoppers. Weg damit. Gucken, wenn wir schon dabei sind, die ja auch noch weg. Zack, haben wir noch 500. Vielleicht müssen wir später noch was kaufen. Dann können wir das Poster nämlich kaufen. Sehr cool. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu, ich glaube, Randy und Tio müsste das sein. Also Michi ist auf jeden Fall Tio. Und ich glaube, das Poster von Ilia müsste Randy gehören. Können wir bei dem nämlich auch nochmal in die Räume reingehen und gucken. Jawohl. Not too shabby. Damit wir auch hier ein bisschen Swag in die Bude reinkriegen. Und dann gehen wir noch zu Tio. Die müsste ja ihr Poster bekommen. Das should suffice. Schick, schick, schick. Naja, ich glaube, das war's mehr oder weniger. Also wir können, klar, wir können es einmal heilen. Achso, nee, ich möchte ins... Achso, ja, okay. Ergibt Sinn, dass wir mit Leuten nicht ins Bett von Tio können. Das wäre irgendwie auch reichlich absurd. Aber hey, so ist das Leben, ne? Manchmal... Auf der anderen Seite, sie kommen ja auch alle hier mit. Ich kann jetzt noch mal gucken, was ist jetzt noch offen. Genau, das haben wir, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich auch direkt ins, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zur Hauptmission dann über. Also, weil das fehlt uns noch. Ich habe in meiner Liste nichts gesehen, was wir irgendwie noch machen könnten. So in der freien Welt. Also klar, man kann ein paar... Okay, guck mal, eine Sache kann man dann doch machen. Aber es ist völlig irrelevant, das ist nur etwas, das nehmen wir uns mal raus, dass wir das nebenbei so ein bisschen sehen, weil das ist einfach cool. Hier, Estelle und Joshua. Hey guys, how's your day been? Nochmal, how's your day been? Keeping busy, I'm sure. Yeah, but that's the festival for you. I'm sure you guys have been just as busy as us. Are you two working today as well? Yeah, but we're just about to take a little break. Holy moly though, I wasn't expecting the anniversary festival to be this huge. This whole event might actually be even more bombastic than the Queen's birthday celebration. Queen's birthday celebration? Oh, she's referring to Queen Alicia II, which celebrates her birthday every year by holding a festival.
It's one of the largest annual events in Liebel. Oh, that's right, I forgot you guys are Liberian. Actually been to it before, believe it or not. The elegance and spectacle of the festival was truly befitting of a queen. It was an unforgettable experience. Glad to hear you enjoyed yourself. It's not just elegance and glamour though, they even hold a martial arts tournament at the arena. A tournament, huh? Now that sounds like something more up my alley. Ich mag das einfach so. Das ist das, was ich meine. Das nehmen wir uns ab und zu mal raus, wenn wir halt so Figuren wie Estelle und Joshua sehen, dass man irgendwie so schaut, was machen die eigentlich gerade, was ist mit denen passiert, ne? Oh yeah, I just remembered. Congrats guys, you should be really proud of yourself after saving the day like that. Saving the day? Are you talking about the assassination attempt? It was more of a mountain of coincidences piling up on top of each other. I'm afraid to think what would have happened if we weren't as lucky. I wouldn't get hung up on that. Besides, if you hadn't thwarted the Asselian, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Entschuldigung. I doubt we would be here enjoying the festival like we are. Oh yeah, that's right. If you think about it, everyone here owes you big time. Thanks, you two. Not used to this much praise, so don't look embarrassed, do I? Red as an apple, my friends. Es sind halt Estelle und Joshua, ne, muss man so sagen. So, wir können jetzt aber endlich unsere Hauptquest frönen. Das bedeutet, wir gehen zum St. Medical College. St. Ursula Medical College, genau. Und reden da mit der Rezeptionistin. Und ihr alle wisst ja schon, was uns erwartet. Ne? Nämlich, dass wir jetzt den Günther suchen. Den alten Schlawiner. So, ich glaube, sie ist es, ja. Where could you be, Doctor? Moment, ich muss mal kurz was trinken. Good afternoon, Sarah. We saw the support request you submitted. Oh, the special support section? I'm glad you could stop by. Is something the matter? Yes. We are here because one of St. Ursula's doctors went missing, right? You seem awfully calm for a situation like this. Well, I wouldn't call it calm exactly. I think exasperated is a bit more accurate. Exasperated? You could clarify the details of your. Could you clarify the details of your request? There seems to be a misunderstanding over how severe we each consider a missing person's case to be. Yes, I should probably explain. The doctor in question is a man named Joachim Günther. Dr. Günther is, well, despite being an expert in his field, he sometimes disappears at the most inconvenient times. Dr. Günther, wasn't he the man with blue hair and glasses that we met before? And by missing, you really meant the guy's playing hooky. If we're being blunt, yes. The hospital still has a lot of things left on its plate, so we are at quite a loss without him. I see. So the real heart of the matter is that you don't know where the doctor's run off to. Yes, unfortunately that's exactly right. I'm sorry everyone. It might have been irresponsible for me to write the request like I did, gone missing and all that. What do you think, guys? I think we could postpone this if we want. Based on the information given, the level of urgency seems quite low. Maybe so, but I say we take a crack at it. I'd hate to leave Sarah in the lurch. I suppose there's still a chance he could have gotten mixed up into some trouble. Sarah! Ja, hur kunde Oh, Lytton. Need I remind you to not shout in here? You wouldn't want to disturb our patients. Sorry about that. Hey, if it isn't our favorite assault victim, how are you holding up, man? What? Oh, hey, everyone. I really appreciate everything you did for me. Wait, that's not the problem right now. Sarah, where the heck is Dr. Günther? About that, I'm sorry, Lytton. He still isn't back. You're joking, right? Goodness. What does he expect me to do with all this work? I'm just an intern. There's no time to complain. I can do some of it at the very least. What was up with that? Oh, Dr. Günther pushes his work onto Lytton pretty regularly. And with him absent, Lytton is desperately trying to chip away at the mountain of work he left behind. Could only imagine how much stress he must be under. Yeah, I doubt we can leave this on hanging if that's the case. We got to do it for poor Lytton. I agree, he is certainly deserving of pity. Well, alright then. Sarah, do you have any idea where Dr. Günther might have gone? Oh, does this mean you're accepting my request? Thank you, everyone.
Recently, Dr. Günther has been talking about participating in an anniversary festival fishing tournament. It's quite possible that his disappearance had something to do with that. Considering he left during work hours, he should probably still be wearing his lab coat. I'm sure he'll stuck out like a sore thumb. Ducking out of work for a fishing tournament? Sounds like there is more than just some once-in-a-while hobby. If it involves fishing, I'm sure the Fisherman's Guild on East Street will know something. Alright, we'll accept your request, Sarah. Once we'll find him, we'll contact the hospital and bring him back. Ja. Ich muss mal kurz was nachgucken, ob wir jetzt vielleicht eine neue mehr Fische dann machen können. Können wir wohl später tatsächlich machen, also werden wir das auch tun. Egal, so, ja. That'd be perfect, thanks so much. Weil wenn es jetzt ums Fischen geht, habe ich schon eine ungefähre Vorstellung noch davon, was jetzt kommt. Ich weiß es halt nicht mehr ganz genau. Nur mal einen Schluck trinken, ne? Aber ich glaube zu wissen, in welche Richtung es ungefähr geht. Also ich bin mir sogar relativ sicher, wo das Ganze endet. Aber ich würde sagen, wir trotzdem natürlich erstmal zur Fisherman's Guild. Weil ganz oft ist es ja so, wir müssen ja auch erstmal vielleicht was auslösen. Also einen Trigger. Sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Das wäre irgendwie ganz schön blöd. So, dann wollen wir da mal nachfragen. Leute! What up? Oh, ist gar keiner da. Ja dann. Excuses? Looks like nobody's in. I figured we'd be able to find a clue about Dr. Günther if we came here. Did all those fishing fanatics head out to the tournament or whatever it was? If they have, then our would-be clue has already left the building. Wait a moment, please. I still sense a presence somewhere inside. Oh crap, I'm late. Well, if it isn't Detective Lloyd. Great timing, Copan. You get a second to answer a quick question? Sorry, man. Don't have time to sit here and chit-chat. I gotta hurry to the Fisher Cup out on Ursula Road Sandbar. It's just about to start. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Da habe ich mir schon gedacht, dass das Tournament stattfindet. Es gibt auch noch den letzten Fisch, kann man nur fangen, wenn man alle davor gefangen hat. Und ich glaube, dass das auch da ist. Ich war mir nur nicht mehr sicher, ob das jetzt, also dieses Tournament schon das ist oder ob das nochmal später was gesondert anderes ist. Kann sein, dass das aber auch einfach beides ist. The Fisher Cup? Is that the fishing tournament? Oh, so you guys already knew about it. I should have known. Nothing gets past an angler. The Fisher Cup is a tournament held in honor of the Fisherman's Guild president, Mr. Fisher. Wait, I just said that I don't have time to sit around and chit-chatting. If I don't get out there pronto, all the older guys will snag the best spots. Just one more thing. Among those attending the Fisher Cup, is there a doctor with glasses, blue hair and a white lab coat? Huh? You talking about Joachim? I'm pretty sure he was coming today, yeah. Bingo. Yeah. Oh, you're all going to enter the tournament too? In that case, take this. Ah, genau. Das ist nämlich der Punkt, weswegen wir jetzt später auch noch ein bisschen andere Fische fangen können. Wir kriegen einfach eine neue Fishing Rod. Mehr oder weniger, ne? Yeah. Huh? What's this? I'm giving it to you as a memento for competing in the Fisher Cup. It's a participation prize, so to speak. I don't ever recall committing to this tournament, so is this really okay? Wait, damn for it, I forgot I was running late. Sorry guys, got a jet. You'd better get moving if you want to make it. Ja, das kriegen wir hin. For someone in a hurry, he really went out of his way. Yeah. Anyway, we know Dr. Günther should be headed to the sandbar on Ursula Roads. We must hurry and reel him in. Gottes enthusiasm, huh? To you, Todd? Silence. Silence, I kill you. Gut, aber das kriegen wir relativ easy hin. Wir fahren nämlich jetzt einfach zur Sandbar mit dem Bus hin. Müssen wir gar nicht viel machen. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Ach, guck mal. Oh, would you look at this? Da sind sie nämlich alle schon am Angeln.
They look like they're enjoying themselves. I'm impressed they can be so carefree with all of these monsters on their highway. There are far fewer monsters than normal today. Were they scared away by the horde of fishermen? I cannot doubt that. But either way, we found our fishing tournament. All that's left to do is find Dr. Günther. Ja. Ich muss natürlich gleich aufpassen. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann hier auch irgendwie teilnehmen. Die Frage ist nur, geht es schon jetzt oder erst, wenn wir alle Fische haben? Hier ist schon mal nichts. Wo ist unser Dr. Günther? Der ist doch 100 Pro da. Ja, da ist er doch. Jetzt mal verprügeln. Also ich bin nebenbei schon mal am Suchen, weil ich weiß, dass wir gleich fischen müssen. Ich war mir noch nicht sicher, ob das jetzt Teil der Hauptquest ist oder nicht. Es ist aber völlig egal, wir werden es sowieso machen müssen. Weil Fischen ist immer so eine Sache. Dadurch, dass wir nur limitierte Köder haben, habe ich mir natürlich immer extra aufgeschrieben, mit welchen Kombos man was fangen kann. Aber ich glaube, das machen wir gleich einfach on the fly, würde ich sagen. Fishing is truly delightful. I guess what they say is true. The heart really is soothed with the curves of your line. It always helps me feel refreshed after a long day at the hospital. Blue hair, white lab coat, I think we've got our man. Excuse me, are you Dr. Joachim Günther? Du hast ihn doch schon getroffen? Joachim? Yeah, that's me. I apologize, but I'm in the middle of something important. Did you need some... Aha! Finally, a bite. He's not even listening. I am. I'm hooked on your every word. Lame pun. Excuse me, sir. Sarah, one of the hospital receptionists, sent us a request to track you down, Doctor. Your repeat absence are causing problems for Lytton and the rest of the staff. I've got you now. Oh wow, a viper head. And a pretty big one at that. I can tell my daily trips from the hospital are finally starting to pay off. The dude's in his own little world. Sorry, but I don't think he heard a single thing you said. I think you'll have to explain yourself again, Lloyd. But I was already yelling. I assure you that won't be necessary. The hospital staff is awaiting my return, right? It's nice to meet you all. I'm Dr. Joachim Günther. I'm just a simple associate professor over at St. Ursula Hospital. Can't help but feel that we've met before. Déjà vu, perhaps? I suppose there's really no point in trying to remember then. No, I wouldn't call this a déjà vu. We should have started with an introduction. Well, better late than never, right? I'm Lloyd Bennings, member of the Crossbow Police Department's Special Support Section. Now, Dr. Günther, will you... It's fine, Lloyd. I understand the dilemma. So, does that mean you'll return to the hospital? That's a good question, man. However, I've been looking forward to the Fisher Cup for the last 2 months. It's kind of a big deal for us anglers. And since I won't have any free time during the festival, I figured I'd treat myself with this little fishing trip. Do you have no sense of responsibility as a physician? Well, of course I do. My wrist is awfully sore from all the apology letters I had to write every time I snuck out of the hospital last month. It's a good thing my old chum Lytton was there to help me write half of them. We're getting a little off topic now. Ich find's geil, dass selbst da helfen musste. What do we have to do to convince you to return to the hospital? Let me think about that. Well, since we're already at the Fisher Cup, why don't we settle this over a battle of the baits? You mean fishing? Exactly. If you manage to reel in something larger than the viperhead I just caught, I gracefully accept defeat and return. Simple, right? So it all comes down to a fishing match, huh? You think you're up for it, Lloyd? Fine, I accept your challenge. Any rules I should know of? Spoken like a true angler. I'll show my viperhead to Certain in a little bit. Once you've caught a fish of your own, have him inspect that one as well. As long as you catch a larger fish than my viperhead, you will be declared the winner. Keep in mind that there are no do-overs. Once you've shown your fish to Certain, that's it. Oh, and no leaving the sandbar. Come with all your gear in hand, because leaving the sandbar to resupply is forbidden. So, how do the rules sound? No complaints for me. I hope I have enough bait on me. Maybe I should ask the other fishermen if I don't, though. I think it's time we start our bait off. Good luck, Lloyd. Let's have some fun. Let's have some fun. This speed is sick.
Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde auf jeden Fall, Moment, gleich einmal hier abspeichern. So, Moment, jetzt muss ich mir eine Aufzeichnung gucken. Also, ich habe mir aufgeschrieben, wir müssen fangen einen Catfish. Haben wir einen Catfish eigentlich schon mal gefangen? Das ist die nächste Frage. Nein, haben wir noch nicht. Okay, das Ding ist nämlich, für einen Catfish brauchen wir erst einen Kasagin als Bait. Okay. Wie kriege ich den denn? Okay, also wir brauchen einen Kasagin. Den kriege ich, keine Ahnung wie. Warte mal, den haben wir doch sogar schon mal, oder? Da muss ich doch mal gucken. Nee, haben wir auch nicht. Doch, da. A small fish with attractive silver scales. Wie haben wir den gefangen? Red Flies. Ach, guck mal. Können wir gucken. Red Flies. Nee, den nicht. Hier sollen wir angeln. Und ich würde aber halt sagen, dass ich hier einmal ein Safety Save mache. Das war hier unten irgendwo, damit man es nicht sieht. Okay, I'm blanking on some real nice catches at this spot. Okay, dann Fisch. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal den... Oh Gott, was war das? Novice Rod? Und Red Flies? Nee, dann geht's nicht. Feather Tackle und Red Flies. Drückt mir die Daumen. Hui. So, haben wir gefangen. Lasst uns hoffen, dass es auch nicht direkt der richtige ist. Nein, das ist nicht der richtige. Dann nochmal. Ja, und genau deswegen haben wir gespeichert. Wir haben nur 4 Versuche, um einen zu fangen. Und mit diesem Kasagin müssen wir ja auch noch weiter angeln. Das heißt, das kann alles ganz schnell in die Hose gehen. Schon wieder. Damit, ey. Eieiei, das wird jetzt alles ganz schön knapp. Okay, ich habe echt gar kein Glück mehr. Es kann gut sein, dass wir hier nochmal neu machen müssen. Jetzt vielleicht? Einfach gar nicht. Ach, guck mal, ich habe sogar einen. Ich bin richtig dumm. Guck mal, dann machen wir genau das, was ich gerade mir schon gedacht habe. Wir laden das nochmal. Das ist ja total blöd, weil falls wir dann doch gleich noch einen brauchen, dann können wir, da haben wir die Sachen einfach noch. Bamboo Rod und dann Kasagin. Hä, wieso kann ich den nicht machen? Warte mal, habe ich irgendwas falsch gemacht? Novice Rod. Ach, ich habe den falschen genommen. Fisch, Novice Rod. Da, damit müsste es gehen. Okay, drückt mir die Daumen, Leute. Falsch, müssen wir nochmal neu laden. Und genau deswegen haben wir gespeichert. Genau deswegen. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Eieiei. Weil das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Glück. Und deswegen ist das Fischen auch, finde ich, in den alten Teilen so wirsch oder so kompliziert, weil man halt nicht genau weiß, welche Kombos man ausprobieren muss. Und dadurch, dass man halt... Ja, siehst du, schon wieder verkackt. Und dadurch, dass man halt so wenig in der Regel an Ködern hat. Und vor allem, man kann ja auch nicht einfach Köder kaufen. Man muss die in der Regel... Ich glaube, es gibt später mal Möglichkeiten, Köder wirklich zu kaufen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber bei der Fisherman's Guild dann auch. Aber grundsätzlich hat man so einen überschaubaren, begrenzten... Da, Catfish. Bam. Mehr brauchen wir gar nicht. So. Ich möchte jetzt einmal mit den... I heard the rumors from American. Ich möchte nämlich noch gucken, wenn die hier wirklich... Wow, that was a monster catch. I think about... Genau, das kürze ich jetzt noch kurz ab. Lloyd, that's a pretty funny coincidence if I do say so myself. What do you mean?
We share the same name, my boy. I'm Lloyd, Master Fisher of the Fishermen. Das ist Lloyd aus den Vorgängen, den kennen wir noch aus Liebe. Das ist ja witzig. Ja, guck, sagt er sogar. Das ist der Lloyd, den auch Estelle... Stimmt, der hat ja schon davon geredet, aber... ich kürze das gerade mal ab, weil eigentlich will ich nur... Ach, guck mal, genau. Das meinte ich nämlich. Weil ja Joachim auch meinte, dass die hier vielleicht noch Köder für uns haben. Ich rede jetzt mal kurz alle an, dass sie uns Köder geben, wenn die was haben. Aber ja, ich glaube, das war's schon, oder? So, Catfish haben wir. Gut, dann war's das schon. Und ich würde sagen, wie das Ganze dann ausgeht, erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es heißt, zurück zum Krankenhaus und zurück zur Hauptquest. Denn was in diesem Kapitel überhaupt noch alles abgeht, das wissen wir ja noch gar nicht. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und tschüss.